Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen veganen Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir wieder einmal falsche Oliven her, und zwar diesmal falsche schwarze Oliven, auch Oliven des Nordens genannt. Und zwar verwenden wir dazu die Schlehen oder den Schlehdorn genannt. Man kann sie jetzt gerade ernten, da man sie kostenlos in der Natur findet. Allerdings ist es immer zu empfehlen, sie nach dem ersten Frost zu ernten, weil sie dadurch etwas milder und süßer werden. Wenn man sie daher roh essen möchte, erntet man sie nach dem ersten Frost. Denn dieser verändert die Zellstruktur der Beeren, wodurch die Bitterstoffe abgebaut werden. So sind die Schlehen nach dem Frost nicht nur schmackhafter, sondern auch leichter verdaulich. Außerdem sind sie dann oft auch etwas weicher, was die Verarbeitung erleichtert. Ich hatte die Schlehen hier allerdings schon im September geerntet und habe sie danach dann eingefroren für einen Tag. Und das erfüllt den gleichen Zweck, da dann die geschmacksstörenden Stoffe zerfallen, also vor allem die sehr herben und bitteren Gerbstoffe und Bitterstoffe. Aber auch der sehr saure Geschmack verwandelt sich hinterher nach dem Einfrieren in einen angenehmen, relativ süßen Geschmack. Nach dem Ernten wurden die Beeren dann einmal kurz durchgespült mit Wasser und dann habe ich sie, wie gesagt, für einen Tag eingefroren, um sie danach dann weiter zu verarbeiten. Schlehen besitzen Heilkräfte, so sind sie ein hervorragendes Kräftigungsmittel, immunsystemstärkend, reich an Antioxidantien, wirken antiseptisch, harntreibend und entzündungshemmend. Dazu gleich noch mehr. Hier habe ich jetzt meine Natursalzsole verwendet, die ich dann zu den gefrorenen Schlehen hinzugegeben habe, denn daraus wollen wir ja die falschen Oliven herstellen. Wie man eine gesättigte, 26%ige Natursalzsole herstellt, das Video dazu verlinke ich euch hier oben. Für die Herstellung der falschen Oliven benötigen wir also nur 2 Zutaten, die gefrorenen Schlehen und eben die Natursalzsole. Die Schlehen werden mit der Natursalzsole übergossen und vollkommen bedeckt und dann werden sie in dem verschlossenen Glas in einem dunklen, kühlen Raum für etwa 4 Wochen ziehen gelassen. Da wir eine gesättigte Natursalzsole dafür verwenden, werden die Schlehen dadurch auch haltbar gemacht. Allerdings fermentieren sie auch ganz langsam in dieser Zeit, sodass dabei auch gesunde Milchsäurebakterien entstehen. Und das Ergebnis sind dann aromatische, haltbare, falsche Oliven. Natürlich könnte man auch noch verschiedene Gewürze in diese Salzsole hinzufügen. Nach 4 Wochen sind sie verzehrfertig und können jetzt zum Beispiel in einen knackigen Salat gegeben werden. Man könnte sie aber auch abseihen und dann in Olivenöl mit Gewürzen und Knoblauch einlegen. Wenn nicht, dann belässt man sie einfach in dieser Salzsole und stellt sie in den Kühlschrank und kann sie dann als Beilage zu allen möglichen Gerichten reichen. Theoretisch könnte man sie natürlich auch in roher Form, also ohne sie einzufrieren und ohne auf den Frost zu warten, ebenso in Salzlager einlegen und danach zum Beispiel in Olivenöl einlegen. Jedoch schmecken sie einfach etwas milder, nachdem man sie eingefroren hat. Ja, und um nochmal auf ihre Heilwirkung zu sprechen zu kommen, so werden sie bei Verstopfung und unregelmäßigem Stuhl, bei Harnwegsinfekten, bei Magenschmerzen und zur Appetitanregung angewendet. Hier sehen wir jetzt übrigens meine anderen grünen falschen Oliven, die ich damals aus den Kornelkirschen hergestellt hatte. Das Video dazu kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Man könnte jetzt eben die schwarzen und die grünen falschen Oliven auch mischen und sie so zum Beispiel zu einem Gericht reichen. Eine sehr köstliche, pikante Beilage. Schlehen enthalten sogar OPC, welche man sonst nur in roten Trauben findet. OPC ist ein ausgezeichneter Radikalfänger, verdünnt das Blut und beugt Bluthochdruck vor. Denn OPC gehört zusammen mit Astaxanthin zu den stärksten Antioxidantien der Welt. Schaut euch mein Video dazu gerne nochmal an. Weitere Inhaltsstoffe der Schlehen sind Flavonoide, Pektin, viele Vitamine unter anderem A, B1, B2 und B6, Eisen, Kalium, Natrium, Magnesium und Calcium, aber auch die Anthocyane, wie wir sie zum Beispiel auch in den Wildheidelbeeren und in den Brombeeren finden und die als starke Antioxidantien fungieren und helfen, freie Radikale im Körper zu neutralisieren und oxidative Schäden zu reduzieren. Ferner sind Anthocyane entzündungshemmend, gut für die Herz-Kreislauf-Gesundheit, gut für die Gesundheit des Gehirns und sie können den Blutzuckerspiegel regulieren. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.